Ging das nicht schneller? Ich fühle mich so leer. Sorry, Konstantin. Ich war gerade noch mit dem besten Metroid der Welt beschäftigt. Nämlich Metroid Prime 2. Ausgerechnet ein 3D-Metroid und dann noch nicht mal der bahnbrechende erste Teil? Sakrileg! Doch bevor jetzt die Mistgabeln angespitzt werden, lasst mich kurz erklären, warum Metroid Prime 2 für mich das ultimative Abenteuer mit Nintendos berühmtester Kopfgeldjägerin ist. Hüpfen wir kurz ins Jahr 2002, denn hier erschien der erste Teil der Metroid Prime Trilogie. Seit dem vorläufigen Höhepunkt Super Metroid sind fast 10 Jahre vergangen, der N64 musste ohne die quallenartigen Außerirdischen auskommen und Titelheldin Samus Aran prügelte sich lieber in der Zwischenzeit durch die Reihen der anderen Nintendo-Charaktere. Dann folgte endlich die Traumbotschaft für alle Fans. Man kündigte nicht nur ein, sondern gleich 2 Spiele im Metroid-Universum an, die zudem am selben Tag veröffentlicht werden sollten. Doch mit der Ankündigung kamen auch die Zweifel. Ein Metroid von einem bis dato unbekannten amerikanischen Studio und zudem komplett aus der Ego-Perspektive? Kann das gut gehen? Und wie das gut ging. Der Rest ist Erfolgsgeschichte. Metroid Prime brachte Samus Aran erfolgreich in die 3. Dimension und bescherte dem GameCube einen absoluten Must-Have-Titel. Doch die Retro-Studios ruhten sich nicht auf ihren Erfolg aus, sondern werkelten bereits fleißig am Nachfolger, welcher pünktlich zum Weihnachtsgeschäft 2004 in den Regalen stehen sollte. Das Weihnachtsgeschäft damals war hart umkämpft. Neben Metroid Prime 2 wetteiferten auch GTA San Andreas und Halo 2 um die Gunst der Käufer. GameCube-Only-Besitzern wurde zumindest diese Entscheidung abgenommen, denn an Metroid Prime 2 führte als Nintendo-Jünger kein Weg vorbei. Und auch heute, nach all den Jahren, gehört Metroid Prime 2 nach wie vor zu den besten Spielen seiner Zunft. Wo Metroid Prime 1 zeigte, dass das unkaputtbare Metroidvania-Prinzip auch in der Ego-Perspektive funktionieren kann, setzte Teil 2 noch einen drauf und verfeinerte das Spiel an den entscheidenden Stellen. Auffälligste Neuerung, das Einführen einer Schattenwelt. Ähnlich wie in A Link to the Past oder Soul Reaver gelangt ihr an bestimmten Punkten in eine dunkle Version des Planeten Ethers. Hier nagt die giftige Atmosphäre ständig an eurer Lebensenergie, zudem müsst ihr euch mit den bösartigen Ing auseinandersetzen, welche die dunkle Version des Planeten beherrschen. Als wären intergalaktische Weltraumpiraten und Parasiten nicht genug. Außerdem muss sich die Titelheldin mit einer dunklen Version ihrer selbst herumschlagen. Doch zurück zur Schattenwelt, denn ähnlich wie in Raziels Abenteuern lassen sich bestimmte Rätsel nur lösen, wenn man zwischen den Welten hin und her reist. Apropos Rätsel, in dieser Disziplin gehört Prime 2 zu den Highlights der gesamten Reihe. Vergisst nicht die riesigen Bossgegner zu erwähnen, die dem Spieler nochmal volle Konzentration abverlangen. Die haben es in der Tat echt in sich. Hier wird nochmal eure gesamte Beobachtungsgabe gefordert. Wer also nicht richtig kombiniert und geschickt reagiert, sieht auf Dauer kein Land. Zum Glück geht alles locker von der Hand. Die Steuerung auf dem Cube mag zwar auf den ersten Blick sehr ungewohnt sein, schließlich dient der rechte Stick nicht zum freien Umdrehen. Doch dank der Lock-on-Funktion habt ihr jederzeit volle Kontrolle über das Geschehen. Wer kann, greift zur Metroid Prime Trilogie für die Wii und profitiert hier von der ultimativen Steuerung. Man kann es zwar kaum glauben, aber mit Wiimote und Nunchuck spielt sich das Weltraumabenteuer noch eine Spur intuitiver. Alles in allem ist Prime 2 erstaunlich gut gealtert. Selbst die Grafik, die seinerzeit absolut top war, geht heute noch voll in Ordnung. Halo 2, so hübsch es auch damals war, sieht heute wesentlich schlechter aus. Dies ist vor allem dem herausragenden Design der Spielwelt zu verdanken, denn der Titel strotzt auch heute noch vor absoluter Detailverliebtheit. Selten fühlte sich ein Sumpf so sumpfig an, selten eine außerirdische Festung so außerirdisch. Daran Anteil hat natürlich auch die brillante Klangkulisse. Metroid Prime 2 gibt dem Spieler wirklich das Gefühl, einen fremden Planeten zu erforschen. Das Spiel ist zudem ein wahres Inhaltsmonster, welches euch locker für über 20 Stunden vor dem Bildschirm fesselt. Als einziges großes Metroid verfügt das Spiel sogar über einen 4-Spieler-Modus. Korrekt, dieser ist allerdings nur nettes Beiwerk, mehr aber auch nicht. Wobei man im Modus Beutejagd durchaus spaßige Stunden verbringen kann. Übrigens kündigte Nintendo auf der E3 2017, also fast 10 Jahre nach dem letzten Teil der Prime-Trilogie, offiziell Metroid Prime 4 an. Bis auf einen Teaser-Trailer gibt es allerdings noch keine handfesten Infos.
Hey Samus, verrate uns endlich, wo Metroid Prime 4 bleibt. Ich warte schon sehnsüchtig. Warum? Ich glaube, ich übergebe mich gleich noch.